Ich bin Martin Jagoczynski Ich bin Peter Dompeling. und zusammen sind wir das Designbüro Weißbund hier in Berlin. Ja, wir sind ein Designbüro in Berlin Mitte Schöneberg in der Nähe vom Gleisdreieckpark. Wir gestalten Marken und Kommunikation. Das heißt, wir entwickeln Designkonzepte, machen strategische Gestaltung und visuelle Kommunikation. Uns gibt es schon seit 2003, das ist bereits eine lange Zeit, mit einer reichhaltigen Erfahrung. Martin und ich haben uns kennengelernt bei der Markenagentur Damm und Lindlar, eine Art von Spin-off von Metadesign und damals das Berliner Büro für die Agentur Wolff Olins in London. Das war so, ich bin nach meinem Studium bei Metadesign gewesen, zunächst als Designer und dann als Design Director. Und der Zusammenhang mit Wolff Olins war der, dass Kolleginnen von Metadesign angesprochen wurden, Wolff Olins Berlin zu gründen. Und dann sind wir, das war die Agentur Damm und Lindlar, und dann bin ich mitgegangen zu Damm und Lindlar, um das umzusetzen. Und als es dann später nicht dazu kam zur Fusion, haben wir Weißbund gegründet. Als Designbüro arbeiten wir mit dem Schwerpunkt Corporate Design für Verbände, vor allem im medizinischen Bereich, für Unternehmen, Firmen wie Maschinenbauer, Gerätehersteller, regional, überregional und für Organisationen wie die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der Deutsche Musikrat, Ministerien und auch der Bundesrat. Design entwickeln heißt für uns zunächst Grundlagen zu schaffen, das Umfeld zu betrachten, Werte zu definieren und Versprechen zu formulieren und auf Basis davon die visuelle und verbale Kommunikation aufzubauen. Dabei ist für uns von Anfang an sehr wesentlich, Organisationen wie eine Gemeinschaft zu sehen mit einer eigene Arbeitsweise, eigene Geschichte und eigene Potenziale und eine einzigartige Idee. Ja, das ist entscheidend für uns. Und die Kraft, die dann entsteht, wenn das in eine visuelle Identität sichtbar wird, das ist uns, was uns sehr antreibt und motiviert bei der Arbeit. Diese Qualitäten, die kommen besonders gut zur Geltung in einer lang anhaltenden Zusammenarbeit. Ein gutes Beispiel ist da unsere Arbeit für die Verbände der Universitätsmedizin, für die wir schon über 15 Jahren arbeiten. Die Universitätsmedizin besteht aus einem Dachverband, Fachverbände, Arbeitsgemeinschaften, Zertifizierung, Projekte und auch Formate wie eine Art von Forum der Universitätsmedizin, wo es dann auch um ein Online-Format geht. Insgesamt geht es darum, dass auch da alle irgendein eigenständiges Erscheinungsbild zu geben, aber dennoch insgesamt eine gewisse Wiedererkennung und Konsistenz zu bewahren. Ich habe an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert, Kommunikationsdesign. Und das Interessante an der Kunsthochschule Weißensee ist, dass dort ein Bauhausstudium im Grundstudium organisiert wird. Das bedeutet eben, alle, die Design studieren, machen auch Skulptur, 3D-Design und zum Beispiel Anatomie. Das ist eben für uns eine besondere, hochinteressante Sache gewesen, das zu tun. Und bei Peter, der hat auch noch was zum Thema Bauhaus zu erzählen, der kann da gleich anknüpfen. Ja, ich habe visuelle Kommunikation in Groningen, an der Hans Hogeschool Groningen studiert. Dort, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin also Westfriese und ein Hansekopf. Und direkt nach meinem Studium bekam ich die Chance, als künstlerischer Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar zu arbeiten. Und war dort über 5 Jahre Leiter des internen Designbüros und habe kurz nach der Wende mitgewirkt an der Transformation und Neupositionierung von Hochschule zu Bauhaus-Universität. Ja, da war ich mit dabei und war vor allem zuständig für die Entwicklung und
Umsetzung des neuen Corporate Designs? Also aus meiner Sicht ein spannendes Projekt der letzten Zeit, die wir jüngst gemacht haben, ist ein Projekt, das wir gemeinsam in einer Arbeitsgemeinschaft mit der Agentur Eyes Open akquiriert haben. Und da haben wir das Corporate Design entwickelt für den deutschen Nachhaltigkeitskodex. Interessant dabei ist vor allem gewesen und ist immer noch, weil wir sind immer noch dran in dem Projekt, dass wir zum einen das Thema Nachhaltigkeit haben, was praktisch schon oft mit den Farben Grün und einem Blatt und so weiter gebrandet wird in der Kommunikation, vor allem in der politischen Kommunikation, dass wir jetzt die Situation hatten, dass wir als Zielgruppe für den deutschen Nachhaltigkeitskodex DNK haben wir im Grunde die gesamte deutsche Wirtschaft und so war es eben der große Anspruch, das neue Design sollte empowernd und aktivierend sein und auch wertig und eben durchaus auch eine gewisse Business-Affinität haben. Und das haben wir gemacht und das war auch sehr interessant hinsichtlich der einzelnen Elemente, die wir entwickelt haben, vom Logo über Schrift und Farben. Ein Projekt, was uns wirklich sehr persönlich am Herzen lag, war die Erstellung einer Bildserie für und mit dem Bundesjugendorchester unter dem Motto Tönen sehen, Farben hören. Die Jugend visualisiert ihre Musik. Haben wir einen Workshop und ein Fotoshooting durchgeführt und die Jugendlichen bekamen die Aufgabe, auf eine Glasplatte ihre Lieblingsstück zu malen, zu abstrahieren. Und dann anschließend gab es ein Fotoshooting, wo die Jugendlichen hinter der Glasplatte musiziert haben und dabei fotografiert wurden. Im Anschluss haben sie da kurz ein paar Worte geschrieben und ich war sehr begeistert, wie reflektiert sie mit das, was sie tun, umgehen und wie sie die Dinge sehen. Natürlich ist das, dass man gute und schöne Netzwerkkontakte hat, das ist klar. Aber aus meiner Sicht ist es so, wir als kleines Designbüro haben eine sehr interessante Mischung und ich finde, wir könnten auch eine Bereicherung sein für das IDZ. Was uns mit dem IDZ verbindet, ganz klar Berlin und seine Mitglieder. Es passiert ja leicht, dass man als Designer vor sich hin arbeitet und in sein eigenes System hängen bleibt. Und das IDZ bietet ja eine wunderbare Gelegenheit, um hinauszugehen und sich auszutauschen. Und besonders spannend am IDZ finde ich auch die Grundausrichtung mit dem Bundespreis Eco-Design und UX-Design Award. Zwei Themen, zwei Ausrichtungen, die wirklich sehr zu dieser Zeit gehören. Anknüpfend am Bundespreis Eco-Design oder diese Grundausrichtung haben wir selbst auch ein kleines Projekt initiiert. Eco-Design mit Paludikultur zusammen mit Ingrid Kraus, Leiterin auch vom IDZ und verantwortlich für Bundespreis Eco-Design und Professorin Pelin Selig von der HTW und Professor Sebastian Voigt von der HTW mit großen Designexpertise und vor allem mit die junge Generation Designerinnen, da neue Lösungen mit Rohstoffen vom Moor zu entwickeln und in diesem Projekt auch die verschiedenen Akteure aus diesem Umfeld zusammenzubringen. Eine besondere Inspiration aus meiner Sicht, auch fürs Design, ist im Moment eine Ausstellung, die ich besucht habe, die heißt Roads Not Taken im Deutschen Historischen Museum. Und das Interessante daran ist eben, dass bestimmte Punkte der Geschichte untersucht werden, dahingehend, ob man auch anders hätte vorgehen können. Ne? Und dann wäre die Geschichte anders verlaufen. Zum Beispiel hinsichtlich der Märzrevolution von 1848 oder auch die Attentate auf Adolf Hitler und so weiter. Was wäre, was wäre geschehen mit der Welt, wenn die Geschichte anders verlaufen wäre? Eine Parallele sehe ich hier zum Design, weil wir haben ja genau das Problem auch. Das heißt, wenn Dinge schon entschieden sind und einmal implementiert wurden, sind sie eben da und sie sind Teil des Kulturgutes. Und das ist für uns als Designer eben eine besondere Herausforderung und auch Verantwortung. Und das spüren wir auch immer, weil wir haben ja meistens nicht nur eine Lösung für ein kommunikatives Problem, sondern wir haben oft zwei Lösungen oder drei und dann werden wir manchmal gefragt, was würdet ihr bevorzugen? Und dann merken wir, das ist schon auch eine große Verantwortung, was geben wir jetzt raus, was würden wir umsetzen?
Wenn ich nicht im Büro bin, gehe ich gerne mit meiner Kamera hinaus und da inspiriert mir die Natur im Wandel und versuche diese in einem Visual Storytelling auf den Grund zu gehen. Und das ist für mich wunderbar, irgendwie Schönheit zu entdecken, die Sinne zu schärfen und nicht zuletzt auch Freundschaften zu knüpfen. Wie eine Flamme auf der Flaming, der mit seiner belgischen Kaltblüte den Wald pflügt. Oder mein jährlicher Meetup mit Elchbert, der einzige wilde Elchbulle in Deutschland sesshaft. Und in diesem Kontext inspirieren mir gerade aktuell 2 Bücher. Das Buch What the Robin Knows von Jon Young. Dabei geht es um die Kommunikation der Vögel und vor allem die vernetzte Kommunikation der Natur. Und dass, wenn draußen ein Vogel zwitschert, möglicherweise mehr dahinter steckt, als man so allgemein denkt. Das zweite Buch ist A River Alive von Robert Macfarlane. Dabei geht es um die Frage, sind Flüsse lebende Wesen oder Systeme und haben sie auch Recht auf Grundrechte, sich zu verteidigen und sich auch frei zu bewegen.